Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wie entsteht eigentlich so eine Folge Dein Bild im Fokus? Wie gehst du denn vor? Wie gehst du ran an solch eine Bildbesprechung? Hast du vielleicht sogar eine Vorbereitung? Wie machst du das mit den ganzen EXIF-Daten und mit den ganzen Pfeilen, die da drin sind? Und wie lange dauert überhaupt sowas, bis das fertig ist? Ja, genau die Fragen habe ich alle schon von euch gestellt bekommen. Und genau darum geht es in diesem Video. Heute mal ein bisschen Behind the Scene. Und zwar, wie entsteht eine Folge von Dein Bild im Fokus? Dein Bild im Fokus. Eure Fotos, meine Meinung dazu. An dieser Stelle natürlich ein dickes Dankeschön an all diejenigen, die mir natürlich ihr Foto schon eingesendet haben. Denn tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, als nach der ersten Folge dann doch so viele Fotos von euch bei mir eingegangen sind. Und das ja auch fortlaufend. Mittlerweile sind wir bei Folge 11 angekommen und ich bekomme natürlich auch immer wieder Fragen zum Format. Zum Beispiel, warum machst du nicht jede Woche eine Folge Dein Bild im Fokus? Warum gibt es immer nur 10 Fotos pro Folge? Andere machen ja auch mehr Fotos in ihrer Bildbesprechung und natürlich vieles weiteres mehr. Ja, wie machst du das mit den EXIF-Daten und wie kommst du auf Dinge, die du zum Beispiel über die Fotos erzählst? Kannst du darüber nicht mal ein paar Infos rausgeben? Ja, und genau darum soll es natürlich gehen in diesem Video. Es gibt mal ein bisschen Behind the Scene. Wie gehe ich ran an meine Bildbesprechung? Wie schaue ich mir eure Fotos an? Wie analysiere ich das Ganze? Und wie komme ich tatsächlich auf den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag? Und wie passt das Ganze nachher irgendwie in ein Video? Aber keine Angst, es geht natürlich nicht um 10 Fotos, denn das wird tatsächlich ein bisschen lange dauern. Ich kann euch nämlich verraten, dass ich für die letzte Folge, für Folge 11, fast 1,5 Tage benötigt habe, um alle 10 Fotos tatsächlich in das Videoformat zu pressen. Und entsprechend ist es ja auch dann fast knapp eine Stunde Video geworden. Das heißt, als allererstes klären wir die Frage, warum gibt es das nicht so oft, dieses Format? Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich viele Fotos habe und im Grunde auch viel öfter diese Bildbesprechung gerne machen würde. Aber sie nimmt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ich weiß, es gibt andere Formate, die machen es regelmäßiger. Die machen auch mehr Fotos pro Format. Allerdings glaube ich, dass ich es euch schuldig bin, an meine Bildbesprechung ein bisschen anders ranzugehen. Denn ich finde, zu einer Bildbesprechung genügt es nicht, dass ich ein Foto aufmache. Ich weiß, das ist von Max und Max hat mir dieses Foto geschickt. Ja, dann kann ich mir vielleicht noch gerade so die EXIF-Daten rausziehen aus meinem Foto, sondern ich persönlich finde, zu einem Foto, zu einer Bildanalyse, zu einer Bildbesprechung gehört viel mehr dazu. Ich muss zum Beispiel für mich persönlich, um dein Bild besser beurteilen zu können, wissen, mit welcher Kamera hast du fotografiert? Welches Objektiv hast du genommen? Wie waren die Umstände des Ganzen? Ich brauche deine EXIF-Daten. Mit welcher Software hast du nachbearbeitet? Ja, es gibt so klassische Bearbeitungsschemen wie zum Beispiel ja, in Luminar. Ich sage es immer wieder, da gibt es so Presets und da weiß ich dann, okay, da hast du in Luminar nachbearbeitet. Deswegen ist dein Himmel so blau, deshalb sind die Farben so stark. Kannst du gar nichts dafür, hast ein entsprechendes vordefiniertes Preset genommen. Oder in Lightroom, warum ist da zum Beispiel dieser oder dieser Effekt? Das weiß ich dann, wenn ich es lese, okay, Lightroom, alles klar, weil du hast den Dunstentfernregler zu weit hochgedreht, zum Beispiel. Und dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass zu jeder Bildbeurteilung im Grunde die Story hinter dem Bild gehört. Deshalb freue ich mich natürlich, wenn auch ihr mir immer so ein bisschen Feedback zum Foto gebt. Bei mir ist es ja so, dass ihr entsprechend auf der Website einige Angaben auch bei mir machen müsst. Das finde ich eben wichtig, gerade ein Feedback auch zu einem Foto. Oftmals siehst du ein Foto und denkst, Wenn du dann aber die Story dahinter liest, dann weißt du, derjenige hat natürlich eine emotionale Bindung und dann gehe ich auch anders ran an solch ein Foto, weil ich weiß, das ist vielleicht in einem ganz knappen Moment passiert oder es steckt eben ein ganz emotionaler Moment dahinter und dann ist es tatsächlich so, dass gewisse Einflüsse in dem Foto eine andere Rolle spielen und die muss man eben auch heranziehen. Also so gehe ich an eure Bilder heran, so ist die Herangehensweise an meine Fotos, die ihr mir sendet. Und da seht ihr schon, das Ganze ist bei mir ein bisschen komplexer. Ich finde, das hat jedes eurer Fotos nämlich verdient, dass man mit dem großen Ganzen daran geht und dann erst an die Bildbesprechung jedes einzelnen Fotos geht.
So, jetzt kommen wir mal zu meiner Website, damit ihr das Ganze einreichen könnt. Ja, einige haben es mir auch schon per Mail geschrieben, habe ich immer gesagt, das ist lieb von euch, aber geht bitte über die Website. Warum? Das ist ganz einfach. Natürlich möchte ich auch euren Namen einblenden und im Grunde muss ich es auch machen, denn ja, Urheberrecht, wisst ihr ja, in Deutschland ist ja eine knifflige Angelegenheit. Das heißt, ich muss mich natürlich auch rückversichern, dass du mir letztendlich dann auch dein Foto schickst. Das kann ich natürlich erstmal nicht prüfen. Aber ich muss mich eben absichern. Und in der Form ist es bei mir auch auf dem Formular so, dass du mir quasi mit Absenden des Fotos, du setzt ein Häkchen, bestätigst damit eben nochmal, ja, ich bin der Urheber, ja, du darfst das auch bei YouTube zeigen. Und das ist die Form, mit der ich mich quasi auch absichern muss. Ne? Dann kommt nachher Paul XY und sagt, hör mal zu, wie sieht's denn aus, das ist mein Foto, da weiß ich gar nichts von. Dann kann ich, wenn es im Worst Case irgendwo vor Gericht gehen würde, kann ich aber sagen, und das ist meine Rückversicherung, pass auf, der Einreicher, ja, der hat mir dieses Bild, der hat es bestätigt. Und das ist die Form, in der ich mich rückversichern kann. Ja, ich habe tatsächlich auch mit dem Anwalt darüber gesprochen. Ja, so, herzlich willkommen in der DSGVO in Deutschland. Tja, so ist es halt. Und dann finde ich natürlich auch wichtig, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Werbung für euch machen könnt. Ja, ich schreibe ja immer mit rein, ja, gib mir deinen Insta-Kanal, den blende ich dann mit ein. Oder einige haben ja ihre Website mit angegeben, die blende ich auch gerne mit ein. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und ich brauche natürlich ein paar Angaben. Ja, bei mir müsst ihr ja zum Beispiel auf der Website mit eintragen, welche Kamera habt ihr benutzt. Auch das ist natürlich ausschlaggebend, manchmal für die Qualität eines Fotos, damit man beurteilen kann, wenn man jetzt sagt, oh, guck mal da und puh, vielleicht nicht ganz scharf oder so. Das muss nicht unbedingt an den EXIF-Daten liegen. Vielleicht hast du eben auch ein älteres Modell an Kamera. Dann kann man sagen, okay, ja, pass mal auf, das könnte vielleicht auch an der Kamera liegen. Objektive, auch da achte ich ja drauf. Chromatische Aberrationen, Bild vielleicht nicht richtig scharf. Was ist denn da los? Ja, dann siehst du ein Reiseobjektiv, ein Kit-Objektiv. Okay, das kann dann nicht unbedingt an den EXIF-Daten liegen, sondern tatsächlich, also den Kameraeinstellungen, sondern tatsächlich vielleicht auch am Objektiv. Ja, chromatische Aberrationen, ganz klassisch. Vielleicht auch die Schärfe nicht unbedingt so, wie man sie sich vorstellt, bis im Detail. Und das sind natürlich Informationen, die ich erstmal von euch benötige. Und natürlich immer so ein bisschen Story, ja, wie ist das Bild entstanden. Finde ich auch spannend, lasse ich auch immer gern einfließen. Das heißt, wir schauen mal hier auf solch eine Mail. Die ist nämlich ziemlich aktuell und zwar hat die Marlies mir die geschickt. Marlies hat mir nämlich ein Foto eingereicht und dann, ich habe mal ein paar Sachen ausgegraut, die unter den Datenschutz fallen. Und dann hat sie mir die Infos eingegeben. Sie hat zum Beispiel fotografiert mit der Canon EOS 80D. Sie hat ein EFS 18 bis 135 mm verwendet und das ist schon eine wichtige Information, wenn ich mir gleich das Bild ansehe. Dann hat sie nachbearbeitet in Lightroom. Auch das immer wichtig. Welche Software hast du verwendet, damit ich vielleicht auch nochmal versuchen kann, in der gleichen Software für dich was rauszuholen, ja, wenn ich sie benutze. Ja, und dann hat sie mir noch angegeben, in dem Fall bei den neuen Formularen ist es so, dass ich immer frage, ja, was hast du für einen Filter genommen? Ist ja manchmal auch wichtig für den einen oder anderen. Ja, hast du im Himmel jetzt einen Filter genommen? Hast du das mit Lightroom rausgezogen? All das fließt ein in meinen Gedankengang, bevor ich mir erstmal dein Foto angucke. Ja, UV-Filter hat sie verwendet. In dem Fall UV-Filter, ja, bei der Kamera, ich gehe mal davon aus, sie wollte einfach ihr Objektiv ein bisschen schützen. Ja, und wo hast du das Foto aufgenommen? In dem Fall Neuseeland, White Island. Ja. Auch das für mich interessant, denn oft ist es tatsächlich so, und das machen wir jetzt mal gar nicht live, live haben wir gleich noch ein paar andere Sachen, sondern ich schaue mir den Spot mal an. Ja, geh auch mal auf Google, schau mal, was gibt es dort. Bei bestimmten Spots hast du ja dann manchmal auch andere Fotos, andere Fotografen, die haben die hochgeladen, um an Spots, bei denen ich nicht war, mir tatsächlich ein Bild zu machen. Was hättest du vielleicht anders machen können? Ja, manchmal ist ja mein Gedanke, was ist, wenn du 3 Meter zurückgegangen wärst? So, dann guckst du bei Google und denkst, ja, wäre doof gewesen, dann geht es nämlich 50 Meter weit runter. Ja, oder kannst du links und rechts ein bisschen hingehen, wäre vielleicht eine andere Position besser gewesen. Und ich hole mir tatsächlich dann auch Eindrücke anderer Fotos, um eben zu sehen, was ist da noch möglich an dem Spot. Nicht jeden Spot kenne ich, bei nicht jedem war ich und so hole ich mir da ein paar Impressionen und vergleiche das dann mit dem eingereichten Foto, um eben vielleicht auch Verbesserungsvorschläge zu geben. Auch ganz wichtig, nicht einfach nur sagen, puh, ja, ist jetzt nicht so gut dein Foto. Ne? Wie du es anders machen kannst, weiß ich nicht, weil ich war ja da noch nie. Das heißt, das versuche ich nach Möglichkeit mit einfließen zu lassen. Nicht überall klappt es, nicht jeder Spot ist auch für mich dann auffindbar auf der Karte, aber wenn möglich, check ich das vorher ab. Ja, und dann schaue ich mir natürlich mal an, was hat derjenige geschrieben. Die Marlies hat mir jetzt hier geschrieben, hallo Rico, dieses Foto löst immer gemischte Gefühle bei mir aus. Denn zum einen ist es eines meiner bis dahin besten Fotos. Zum anderen ist die Geschichte, die Tage nach diesem Foto geschah, tragisch. Ich war auf einer Kreuzfahrt von Neuseeland nach Australien im Dezember 2019. Ich nutzte die Möglichkeit, mit einem Hubschrauber die Vulkaninsel Wakari White, ja, ziemlich klein geschrieben,
war Gary White Island zu besuchen. Auf diesem Flug entstand auch dieses Bild. 5 Tage nach meinem Besuch brach der Vulkan aus und leider starben viele Menschen. Ich bin dankbar, dass bei meinem Besuch alles gut gegangen ist. Gleichzeitig trauere ich auch um die Verstorbenen. Und das ist dieser Teil, den ich meine. Wenn du noch eine bestimmte Beziehung zu dem Foto hast, ja, du warst ihm da, du bist mit einem Hubschrauber geflogen, ja. Jeder andere könnte fragen, ja, wer hast du das jetzt gemacht? Bist du da Drohne geflogen? Ist da gar nicht erlaubt? Was war denn da los? Nein, die Info zum Bild ist wichtig. Deshalb gerne eure Geschichte zum Foto auch mit. Ja, und dann geht's für mich, nachdem ich diese Informationen alle schon mal von euch habe, schon mal ein bisschen den Background gecheckt habe, dann schaue ich mir das Foto an. Ja, auch das machen wir mal. Und zwar in dem Fall die Insel. Ja, man sieht hier schon, Vulkan brodelt schon, haut so ein bisschen Wolken schon raus, Dampf schon raus. Und dann nehme ich den ersten Eindruck, den ich habe, mit den Informationen, die ich schon habe. Okay, welche Kamera, welches Objektiv, ja, hättest du weitwinkliger fotografieren können. In dem Fall für mich wichtig zu wissen, denn rechts fehlt so ein bisschen von der Insel. Wäre da mehr gegangen, kommst du ein bisschen dichter ran, wahrscheinlich hatte ich mehr raufgepasst. Das heißt, das ist schon eine Sache, die kann ich ansprechen, weiß aber, mehr wäre gar nicht gegangen in der Situation, also weitwinkliger. Und dann fange ich natürlich an, das Bild ein bisschen zu analysieren. Das heißt, ich nehme nicht nur einen ersten Blick, sondern ich gehe natürlich rein. Ich zoome auf 100%, gucke mir das Ganze mal an. Ich sehe zum Beispiel oben rechts in der Ecke ist eine Vignette. Ja, jetzt ist meine Überlegung, wie könnten die entstanden sein? Ja, also Vignette, ziemlich weitwinklig. Tja, vielleicht der Filter, der drauf war. Ja, vielleicht könnte der dazu beigetragen haben. Vielleicht Sonnenblende, so ein bisschen verdreht. All das ist möglich. Und dann schaue ich mir das Ganze natürlich mal auf 100% an. Und dann sehe ich schon, wenn ich hier reinscroll, oh, guck mal einer an. Ja, wir haben chromatische Aberrationen. Ja, sieht man hier sehr schön an den Steinen. Da ist so ein bisschen grün und ein bisschen lila. Tja, da weiß ich auch gleich, wovon das kommt, nämlich von deinem Reiseobjektiv. Ja, da kannst du nichts dafür. Hätte man vielleicht gucken können, wenn Lightroom die Linse erkennt, kann man das ja entsprechend einstellen, dann wird es automatisch rausgenommen. Oder man kann bestimmte Farben auch nachträglich rausziehen, wenn entsprechend Lightroom das nicht erkannt hat. Und mir fällt natürlich auf, dass dein Foto irgendwie, es ist nicht 100% scharf. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ja, hast du vielleicht eine falsche Einstellung genommen? Liegt es am Objektiv, an dem Reiseobjektiv? Und um das herauszufinden, brauche ich jetzt natürlich deine EXIF-Daten. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ich natürlich die EXIF-Daten habe. In vielen Fotos sind sie drin. Das heißt, ich kann sie mir aufrufen, die Informationen zum Bild, ja, wenn ich das alles habe. Und kann mir dann ein Bild machen. Ja? Wo lag jetzt das Problem? Warum ist das so? Und genau das möchte ich ja dann erkunden in deinem Bild und Verbesserungsvorschläge. Nicht nur dir, sondern natürlich auch allen anderen Zuschauern geben. Das heißt, ich vergrößere mir das hier oben. Oh, ja, guck mal, da ist noch so ein bisschen eine Struktur auch drin. So ein bisschen Bildrauschen ist oben mit drin. Tja, woran könnte das liegen? Ja, vielleicht das Bildrauschen ein bisschen entfernt. Und all die Sachen gucke ich mir dann erstmal ganz in Ruhe an. Bildaufbau, mache mir Gedanken drüber. Okay, Bildaufbau, klar. Du bist jetzt über die Insel geflogen. Ja, da hast du natürlich keine Wahl. Ja, da kannst du ja nicht dem Piloten sagen, ich weiß nicht, ob du allein warst, aber kannst du nicht dem Piloten sagen, ja, pass mal auf hier, ich brauche hier mehr Höhe und mehr dies und geh mal dich daran und ich bin jetzt hier der Fotograf. Nee, Rundflug musst du das nehmen, was du kriegst. Und deswegen finde ich den Bildaufbau in der Form gut. Man könnte nachträglich jetzt natürlich das Bild erweitern. Ja, das sind aber Sachen, die bringe ich dann ja als Vorschlag mit rein. Aber ich mache mir da erstmal Gedanken, wie geht das? Ja, okay. Im Hubschrauber, alles klar, geht nicht anders. Trotzdem tolles Foto. Fotoequipment ist natürlich nicht mehr der neueste Stand. Das Objektiv ist nicht 100% optimal dazu, obwohl es natürlich ein Reiseobjektiv ist. Ja, und dann geht's los. Dann habe ich mir meine Gedanken dazu gemacht. Zum einzelnen Foto, zu der Beschreibung, zu den EXIF-Daten und allem. Und dann geht es an die Bearbeitung. Und zwar nicht an die Bearbeitung des Fotos, sondern an das Fertigmachen des Fotos fürs Video. Ich könnte das Ganze natürlich auch jetzt ins Video klatschen. Ja, lieblos links und rechts ein schwarzer Balken, denn Fotos sind ja nicht 16:9. Ja, könnte ich reinmachen. Ja, gibt sehr viele Fotoformate. Finde ich schade, wird dem Foto nicht gerecht. Das heißt, ich packe eure Fotos natürlich in Photoshop. In Photoshop bekommen Sie alle nochmal einen kleinen weißen Rahmen. Damit ich genau das nicht habe, dass ich links und rechts einen schwarzen Rahmen habe. Das heißt, das Ganze wird dann in Photoshop nochmal gespeichert mit diesem weißen Rahmen. Ich packe dann in der Videospur als erstes das Originalfoto. Da kommt nochmal ein Gauscher Weichzeichner mit drüber. Darüber dann dein Originalfoto, jetzt mit dem weißen Rahmen, sodass sich das Ganze auch ein bisschen absetzt und wir diesen hässlichen schwarzen Rahmen nicht haben. Das ist eine optische Eigenschaft. Ja, könnt ihr jetzt sagen, Mann, der ist aber penibel. Aber ich finde es einfach schöner so. Und dann blende ich zum Beispiel schon mal den ersten Layer ein. Das ist natürlich vordefiniert. Ich nutze Premiere Pro dafür. Das heißt, ich habe da einen entsprechenden Effekt, den habe ich mir mal geholt. Den packe ich drüber, aber muss natürlich händisch deinen Namen dort eintippeln. Ja, auch das kostet natürlich Zeit. Das wird nirgendwo automatisch ausgelesen. Und dann kommen die EXIF-Daten. Die finde ich sehr, sehr wichtig am Foto, um eben genau das zu sehen. Was ist schiefgelaufen? Falsche Blende, falsche Verschlusszeit, ISO zu hoch, ISO zu niedrig. Und die lese ich aus.
Aber die kannst du nun mal nicht automatisch dort irgendwie mit unterbringen. Es gibt kein Tool dafür. Und leider ist es auch in einigen Fotos gar nicht drin. Das heißt, selbst wenn es eins geben würde, musst du trotzdem händisch irgendwie ran, weil in manchen Fotos ist es nicht drin. Da bekomme ich dann die EXIF-Daten entsprechend als Bemerkung mitgeschickt. Das heißt, das Foto wieder in Photoshop bearbeitet. Ich habe mir mal ein Overlay vorbereitet. Das heißt, es gibt eine Textebene, es gibt eine Ebene für die ganzen Icons, die ihr habt. Und dann trage ich dort händisch entsprechend ein, welche Kamera, welches Objektiv, welche Brennweite, welche Verschlusszeit, welcher Filter und speichere ein neues Foto ab. Das heißt, in der nächsten Videospur wird dann dieses Foto eingefügt und ich sage euch dann im Grunde im Off-Text, ja, welche EXIF-Daten hier verwendet wurden. Das heißt, hier seht schon, da habe ich schon mal 3 unterschiedliche Bilder abgespeichert im gleichen Format, um euch eben auch das bestmögliche Betrachtungserlebnis zu gönnen. Ja, und dann geht es weiter. Dann analysiere ich euch das ganze Foto, ihr kennt ihr ja. Und dann überlege ich mir natürlich bei vielen Fotos, was hätte man anders machen können. Ja? Das ist gar nicht böse gemeint. Ja, mir schrieb mal jemand, das sollte nicht heißen, dein Bild im Fokus, sondern Rico verschandelt dein Foto. Fand ich eigentlich auch sehr lustig. Da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, denn ich möchte euch auch zeigen, wie würde es aussehen, wenn du was anderes gemacht hättest. Für viele ist es wichtig, und das weiß ich, kenne ich von eurem Feedback, dass du eine Visualisierung hast. Ja, ich bin auch so ein visueller Mensch. Ich muss auch nicht nur visuell Sachen sehen, ich muss ja auch anfassen können. Und dann sage ich erst, ja, okay, ja oder ja, nein, ja. Und deswegen mache ich zum Beispiel so Geschichten wie in Photoshop. Ja, ich würde zum Beispiel hier mal an der Seite das Bild ein bisschen verlängern. Ja, wie würde es denn aussehen, wenn du tatsächlich ein bisschen weitwinkliger hättest fotografieren können in dem Fall? Ja, und ein bisschen mehr Wasser, an der Seite ein bisschen mehr Futter. Hätte vielleicht besser ausgesehen. Ne? In der Situation hast du es vielleicht nicht gekonnt, aber du weißt, ja, technische Möglichkeiten sind ja da. Warum das Bild nicht nachträglich ein bisschen ergänzen oder fürs nächste Mal dann tatsächlich den Piloten sagen, hör mal zu, mein Freund, wir brauchen noch eine extra Runde, ich habe noch nicht mein Foto. Ja, zum Beispiel. Das heißt, die Gedanken mache ich mir natürlich auch. Ne? Oder wäre ein Panorama vielleicht besser gewesen? Wie auch immer, je nach Bild mache ich mir da natürlich Gedanken. Oder kann man was rausretuschieren? Kann man entsprechend irgendwie das Bild noch aufpeppen? Welche Möglichkeiten sind auch, damit du in deinem bestehenden Bild natürlich das beste Bildergebnis hast. Ja? Und für alle anderen ist es, glaube ich, auch interessant zu sehen, was geht denn da technisch aktuell. Ja? Mit AI ist ja heute schon einiges möglich, wenn man das möchte. Und zusätzlich versuche ich dann natürlich auch immer noch eine Optimierung. Ja, hier würde ich es jetzt nicht machen, aber einige Fotos, wisst ihr ja, packe ich da nochmal in Lightroom, zeige nochmal, wie ich es vielleicht bearbeiten würde, wie ich es optimieren würde. Ich packe das in Topaz Photo AI und schaue nochmal, wie ist es mit dem Rauschen. Kriegt man vielleicht, in dem Fall würde ich es zum Beispiel da einfach mal durchjagen und mal gucken, kriegt man diese Unschärfe, die im ganzen Bild ist, kriegt man die weg. Ja, dafür packe ich das Foto dann auch natürlich in Photo AI, lasse das Ganze einmal durchlaufen, gucke mir mal die Einstellungen an, geht da was, geht da nichts und dann speichere ich ein finales Foto. Und dieses Foto blende ich dann ebenfalls als Verbesserungsvorschlag auch wieder mit ein. Neue entsprechende Videospur, da wird es reingepackt und ja, dann sage ich meine Meinung dazu, wie das funktioniert. Tja, und ihr seht schon, es ist schon einiges mehr als an Aufwand, als einfach nur das Bild einzublenden und dann am PC zu sagen, ja, ist jetzt nicht so gut, ne? Wo war's denn da? Drohne darf man gar nicht fliegen. Ja, vielleicht nächstes Mal anders so. Ja? Also ich nehme mir da wirklich Zeit, mache mir Gedanken darüber, was ist das Foto, wie ist es entstanden, was kann man besser machen, warum ist es so entstanden, um eben auch nicht irgendwie so lieblos zu sagen, ja, ist ja jetzt irgendwie unscharf, ne? Was hast du da schon wieder gemacht? Sondern auch ergründen, warum ist das eben so. Denn nur so kannst du Fehler in der Fotografie vermeiden, wenn du weißt, wie dieser Fehler entsprechend entstanden ist oder ein Problem im Foto. Ja, und final sage ich natürlich noch 1, 2 Sachen dann entsprechend zu jedem entsprechenden Foto, bis es dann zum nächsten Foto geht. Das heißt, das war jetzt ein Beispiel. Ihr seht, das ist schon recht umfangreich. Und das ist im Grunde auch das größte Problem. Ich möchte das aber nicht abspecken. In der Form. In jedes Foto, je nachdem, was für Infos ihr mir natürlich mitgebt, hat bei mir eine Laufzeit von 3 bis 5 Minuten. Ich hatte jetzt auch mit Bildbearbeitung, mit Lightroom auch mal 10 Minuten fürs Foto. Auch das ist möglich. Deshalb ist Folge 11, dein Bild im Fokus, auch fast eine Stunde lang geworden mit nur 10 Fotos. Nur in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, diesen Respekt sollte man eben jedem Foto entgegenbringen, euch auch gegenüber zeigen, denn ihr habt euch auch Gedanken gemacht. Ihr habt vielleicht euer schönstes Foto rausgesucht, euer Foto mit der tollsten Geschichte dahinter, habt mir das geschickt und ich möchte es einfach nicht halbherzig abtun. Deswegen sind meine Bildbesprechungen aufwendiger in der Produktion und natürlich vielleicht auch ein bisschen länger als andere, obwohl es nicht so viele Fotos gibt. Und ich werde es auch bei diesen 10 Fotos pro Folge dein Bild im Fokus belassen. Tja, ihr Lieben, hättet ihr das gedacht?
dass so viel Arbeit dahinter steckt? Ja, ich am Anfang auch nicht so richtig, aber als ich das erste Video gemacht habe, habe ich eben mir entsprechende Ziele gesetzt und hatte bestimmte Sachen im Format schon im Kopf, wo ich gesagt habe, also das musst du wenigstens haben. Und da sind jetzt die Kleinigkeiten mit den gesetzten Pfeilen, die ich mache. Das sind ja auch alles Tools, die setzt du rein. Du musst den Pfeil richtig hindrehen, der geht in die richtige Richtung. Das ist ja jetzt ja noch gar nicht mit drin. Das ist nachher der Feinschliff. Und natürlich muss der Off-Text noch gesprochen werden. Ja, jedes Bild hat ja einen entsprechenden Off-Text von mir. Das geschieht im Videoprogramm. Das heißt, ich habe mir vorher alle Gedanken gemacht, habe alles bereits, die ganzen Pfeile, die Overlays, die Einblender, das ist alles da. Und dann wird von mir der Text gesprochen. Und auch da kann ich euch sagen, geht ab und an mal was schief. Da gibt es mal einen Verhaspler und da wird dann eben nochmal neu gesprochen. Das ist halt so. Auch das geht nicht immer glatt. Ja, und dann dauert es halt ein bisschen. Und das ist eben das größte Problem. Ich möchte das Format im Grunde auf dem Qualitätsstandard halten. Und dann, deswegen gibt es einfach nicht jede Woche, weil ich das zeitlich einfach leider nicht schaffe. Ja? Und jedes Bild verdient genau den gleichen Zeitaufwand, genau die gleiche Zuwendung an Zeit. So, ihr Lieben, schreibt mir eure Meinung mal gerne unten in die Videokommentare. Behalten wir das Format so blei oder sagt ihr, nö, so wischiwaschi hier, ach, blödes Foto, ach Mensch, guck mal, ist alles voll Rauch, da hättest du nicht warten können, bis der weg ist, reicht mir völlig aus. Ja, das könnt ihr mir auch in die Videokommentare schreiben. Ob ich es trotzdem ändere, ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen es schon zu schätzen, welche Zeit ich da reinstecke. Ja, Lieben, ansonsten, wenn euch mal das kleine Behind the Scene, wie gehe ich vor, wenn ich ein Foto kriege, wie analysiere ich es, wie versuche ich es zu bessern, gefallen hat, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem der neuen Videos wiedersehen wollen, Fotoreise, Fotowalk, Produktvorstellungen, dein Bild im Fokus, und ihr habt es noch nicht getan, abonniert an dieser Stelle gerne, völlig kostenlos, meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin. So, ich werde mal das Foto gleich nutzen und ein neues Video für euch erstellen.